Hallo, willkommen, dass du heute zuhörst. Mach es dir bequem und lass die Sprache ruhig zu dir kommen. In diesem Text geht es um Begegnungen mit Menschen in Deutschland, um Grüße, kleine Gespräche, Einladungen, direkte Antworten und freundliche Grenzen. Du musst nicht jeden Ausdruck sofort verstehen. Hör zuerst auf die Situation und auf den Ton der Sätze. Manche Wörter begegnen dir später noch einmal, ganz natürlich und ohne Druck. Vielleicht sprichst du leise mit, vielleicht hörst du nur zu. Beides ist gut. Atme ruhig ein, lass den Tag etwas leiser werden und wir beginnen mit einem einfachen Gruß. Jetzt beginnen wir mit dem einfachsten Wort. Hallo. Ein kleines Wort. Hello bedeutet Hello. Du kannst Hallo fast überall sagen. Im Haus, im Kurs, bei Kollegen, im Laden, zu Nachbarn. Hallo ist neutral. Neutral bedeutet nicht zu formell, nicht zu privat. Wenn du unsicher bist, ist Hallo oft sicher. Guten Morgen. Das sagt man am Morgen. Morgen ist die frühe Zeit am Tag. Guten Morgen. Im Haus. Im Büro. Im Kurs. Beim Bäcker. Guten Morgen. Klingt freundlich und höflich. Höflich bedeutet polite. Guten Tag. Tagsüber bedeutet am. Nicht morgen, nicht Abend. Guten Tag ist etwas formeller. Formell bedeutet offiziell, höflich, nicht privat. Beim Amt, beim Arzt, in der Bank, bei einer fremden Person. Guten Tag ist guten Abend. Das sagt man am Abend. Abend bedeutet zum Beispiel im Treppenhaus, im Restaurant, beim Nachbarn. Guten Abend. Tschüss. Tschüss bedeutet Goodbye. Tschüss ist normal und freundlich. Du kannst es bei Menschen sagen, mit denen du locker sprichst. Locker bedeutet not very formal. Im Supermarkt sagen viele Kassierer Tschüss. Du kannst antworten Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen ist formeller. Das bedeutet Goodbye, see you again. Beim Arzt, im Amt, in der Bank, bei fremden Menschen. Auf Wiedersehen ist sicher. Sicher bedeutet auf Wiederhören. Das sagt man am Telefon. Telefon. Wenn ein Telefonat endet, kannst du sagen auf Wiederhören. Viele Menschen sagen auch einfach Tschüss. Aber auf Wiederhören ist höflich. Jetzt stell dir einen Morgen im Haus vor. Du gehst aus deiner Wohnung. Wohnung. Du schließt die Tür. Im Treppenhaus dir ein Nachbar entgegen. Entgegenkommen bedeutet, jemand kommt in deine Richtung. Du kennst ihn nicht gut. Du weißt nur,
er wohnt im selben Haus. Du sagst Guten Morgen. Er sagt Morgen. Sehr kurz. Vielleicht nur morgen. Nicht guten Morgen. Nur morgen. Du denkst vielleicht, warum so kurz? Ist er unfreundlich? Unfreundlich bedeutet not friendly. Vielleicht nicht. In Deutschland sind kurze Grüße normal. Morgen. Hallo. Abend. Tschüss. Kurz heißt nicht immer kalt. Kalt bedeutet hier not warm. Kurz kann einfach normal sein. Du gehst weiter. Eine andere Nachbarin sagt Hallo. Du sagst Hallo. Das reicht. Reichen bedeutet genug sein. Ein kurzer Gruß ist eine kleine soziale Brücke. Brücke bedeutet Connection. Du musst nicht gleich ein langes Gespräch führen. Gespräch bedeutet Konversation. Ein Gruß ist genug. Jetzt bist du beim Bäcker. Bäcker bedeutet Bakery Worker or Bakery. Du gehst hinein. Die Verkäuferin sagt Guten Morgen. Du sagst Guten Morgen. Sie fragt, was darf es sein? Das bedeutet, was möchten Sie kaufen? Du sagst, ein Brötchen, bitte. Bitte, ein sehr wichtiges Wort. Bitte bedeutet, du bekommst das Brötchen. Sie sagt den Preis. Du bezahlst. Du sagst Danke. Danke bedeutet Thank you. Sie sagt Bitte. Bitte kann auch You're welcome bedeuten. Ein Wort, mehrere Bedeutungen. Bedeutung bedeutet Meaning. Du sagst Auf Wiedersehen. Sie sagt Tschüss. Du gehst hinaus. Das war ein kurzer Kontakt. Kontakt bedeutet Connection or Interaction. Viele Alltagskontakte in Deutschland sind so. Kurz, klar, freundlich. Jetzt sprechen wir über Bitte, Danke und Entschuldigung. Bitte. Du benutzt Bitte, wenn du etwas möchtest. Einen Kaffee, bitte. Die Rechnung, bitte. Können Sie mir helfen, bitte? Bitte macht einen Satz weicher. Weich bedeutet soft. Ohne Bitte kann ein Satz hart klingen. Hart bedeutet, mit Bitte klingt er höflicher. Danke. Du sagst Danke, wenn jemand dir hilft oder dir etwas gibt. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank ist höflicher als nur Danke. Aber Danke ist auch gut. Entschuldigung. Entschuldigung bedeutet Excuse me oder Sorry. Du sagst Entschuldigung, wenn du jemanden ansprechen willst. Ansprechen bedeutet Start speaking to someone. Entschuldigung
Wo ist der Bahnhof? Entschuldigung, ist dieser Platz frei? Entschuldigung, können Sie mir helfen? Du sagst Entschuldigung auch, wenn du einen kleinen Fehler machst. Du stößt jemanden leicht an. Stoßen bedeutet touch or bump by accident. Du sagst Entschuldigung. Du kommst zu spät. Du sagst Entschuldigung, ich bin zu spät. Du verstehst etwas nicht. Du sagst Entschuldigung, können Sie das wiederholen? Es tut mir leid. Das ist als Entschuldigung. Es tut mir leid bedeutet I am sorry. I am sorry. Du benutzt es, wenn dir etwas wirklich leid tut. Leid tun bedeutet feel sorry. Es tut mir leid, ich habe den Termin vergessen. Es tut mir leid, ich kann heute nicht kommen. Es tut mir leid, ich habe Sie falsch verstanden. Falsch verstehen. Das bedeutet, du hast etwas nicht richtig verstanden. Das passiert. Du kannst sagen, Entschuldigung, ich habe Sie falsch verstanden. Können wir das noch einmal klären? Klären bedeutet make clear. Jetzt sprechen wir über du und sie. Das ist sehr wichtig. Du ist informell. Du benutzt du mit Freunden, Familie, Kindern, oft mit Kollegen, wenn es in der Firma normal ist. Sie ist formell. Sie benutzt du mit fremden Erwachsenen, beim Amt, beim Arzt, in der Bank, im Geschäft, mit älteren Menschen oder wenn du unsicher bist. Unsicher bedeutet not sure. Wenn du unsicher bist, benutze sie. Sie ist höflich und sicher. Später kann die andere Person sagen, kannst du sagen. Das bedeutet, wir können informell sprechen. Manchmal sagt jemand, wollen wir uns duzen? Duzen bedeutet du sagen. Siezen bedeutet sie sagen. Wollen wir uns duzen? Das ist eine Einladung zu mehr Lockerheit. Lockerheit bedeutet less formal feeling. Beispiel: beim Amt, guten Tag, können Sie mir bitte helfen? Beim Nachbarn, den du kaum kennst, guten Tag, könnten Sie mir kurz helfen? Bei einem Freund, hallo, kannst du mir helfen? Bei einem Kind, hallo, wie heißt du? Können Sie? Ist formell. Kannst du? Ist informell. Beide bedeuten can you. Wenn du und sie verwechselst, ist das nicht schlimm. Nicht schlimm bedeutet not terrible. Viele Menschen verstehen, dass du Deutsch lernst. Du kannst sagen, Entschuldigung, mein Deutsch ist noch nicht perfekt. Soll ich sie oder du sagen? Das ist eine ehrliche Frage. Ehrlich bedeutet true. Jetzt sprechen wir über Smalltalk. Smalltalk bedeutet kleines Gespräch. Nicht sehr tief. Tief bedeutet deep. Smalltalk ist über Wetter, Wochenende, Arbeit, Essen, Stadt, Verkehr. Verkehr bedeutet Traffic. Smalltalk ist nicht privat. Privat bedeutet Personal. In Deutschland ist Smalltalk manchmal kürzer als in anderen Ländern. Aber es gibt ihn. Besonders bei Kollegen, Nachbarn, im Kurs, bei Bekannten.
Bekannte bedeutet people you know, but not close friends. Why, die. Wetter ist ein einfaches Thema. Weather bedeutet weather. Schönes Wetter heute. Heute ist es kalt. Es regnet schon wieder. Schon wieder bedeutet again. Es ist sehr warm heute. Der Winter ist lang. Ich freue mich auf den Frühling. Frühling bedeutet Spring. Wochenende ist auch ein Thema. Wie war dein Wochenende? Was hast du am Wochenende gemacht? Hast du etwas Schönes gemacht? Ich war zu Hause. Ich habe mich ausgeruht. Ich war spazieren. Ich habe Freunde getroffen. Ich habe gearbeitet. Spitz. Spazieren gehen bedeutet walk for pleasure. Sich ausruhen bedeutet rest. Freunde treffen bedeutet meet friends. Arbeit ist ein Thema. Wie läuft die Arbeit? Laufen bedeutet hier how is it going? Viel zu tun heute? Viel zu tun bedeutet many tasks. Heute ist viel los. Viel los bedeutet many things happening. Ich habe heute viel Arbeit. Gedu. Ich mache gleich Pause. Pause bedeutet break. Du musst nicht lange antworten. Kurze Antworten sind okay. Gut, danke. Ganz gut. Etwas stressig. Stressig bedeutet stressvoll. Ruhig heute. Nicht schlecht. Und bei dir? Und bei Ihnen? Und bei dir? Informell. Und bei Ihnen? Formell. Jetzt stell dir den Deutschkurs vor. Du kommst in den Kursraum. Kursraum bedeutet Room for Course. Andere Lernende sitzen schon da. Du sagst Hallo. Eine Person sagt Hallo. Du setzt dich. Die Lehrerin kommt. Lehrerin bedeutet Female Teacher, Girl. Sie sagt Guten Morgen zusammen. Zusammen bedeutet all together. Ihr antwortet Guten Morgen. In der Pause stehst du neben einer Person. Du möchtest sprechen, aber du weißt nicht, wie. Du kannst klein anfangen. Klein anfangen bedeutet start small. Du sagst, ich heiße. Wie heißt du? Woher kommst du? Wie lange bist du schon in Deutschland? Wohnst du hier in der Nähe? In der Nähe bedeutet nearby. Findest du Deutsch schwer? Schwer bedeutet difficult. Welche Sprache sprichst du? Möchtest du zusammen lernen? Zusammen lernen. Das ist ein guter Satz. Zusammen bedeutet together. Vielleicht antwortet die Person freundlich. Vielleicht kurz. Beides ist okay. Du musst nicht sofort Freunde werden. Sofort bedeutet immediately. Freundschaft braucht Zeit.
Freundschaft bedeutet Friendship. Zeit. Ein wichtiges Wort. Jetzt sprechen wir über Freundschaft in Deutschland. Freundschaft kann langsam wachsen. Wachsen bedeutet become bigger. Viele Deutsche benutzen das Wort Freund oder Freundin für eine echte, enge Beziehung. Eng bedeutet close. Für Menschen, die man nur ein bisschen kennt, sagt man oft Bekannter oder Bekannte. Ein Bekannter ist someone you know. Eine Freundin ist closer. Das kann verwirrend sein. Verwirrend bedeutet confusing. In manchen Kulturen sagt man schnell Friend. In Deutschland kann Freundschaft länger dauern. Aber wenn jemand dein Freund wird, ist diese Freundschaft oft. Stabil bedeutet strong. Wie findet man Freunde? Nicht durch einen einzigen Satz. Einzig bedeutet only, sondern durch Wiederholung. Wiederholung. Du siehst Menschen öfter. Öfter bedeutet more often. Im Kurs, bei der Arbeit, im Sportverein. Verein bedeutet Club or Organization. Im Sprachcafé, in der Bibliothek, beim Ehrenamt. Ehrenamt bedeutet freiwillig helfen. Freiwillig bedeutet freiwillig ohne Muss. Regelmäßige Orte helfen. Regelmäßig bedeutet often with rhythm. Wenn du jede Woche zum Sprachcafé gehst, sehen dich Menschen wieder. Wiedersehen. Sie erinnern sich. Erinnern bedeutet remember. Sie sagen, hallo, du bist wieder da. So beginnt Kontakt. Kontakt wird Bekanntschaft. Bekanntschaft wird vielleicht Freundschaft. Jetzt sprechen wir über Einladungen. Einladung bedeutet Invitation. Jemand lädt dich ein. Einladen bedeutet invite. Vielleicht sagt eine Kollegin, wir trinken am Freitag nach der Arbeit etwas. Möchtest du mitkommen? Mitkommen bedeutet come with us. Vielleicht sagt ein Kursfreund, wir lernen morgen zusammen. Möchtest du kommen? Vielleicht sagt ein Nachbar, am Samstag grillen wir im Garten. Wenn Sie möchten, kommen Sie kurz vorbei. Vorbeikommen bedeutet come by. Was sagst du, wenn du ja sagen möchtest? Ja, gerne. Gerne bedeutet with pleasure. Das klingt gut. Sehr gern, danke. Ich komme gern mit. Danke für die Einladung. Wenn du nicht kannst, danke, aber ich kann leider nicht. Leider bedeutet unfortunately. Ich habe schon etwas vor. Etwas vorhaben bedeutet haven's. Vielleicht ein anderes Mal. Ein anderes Mal bedeutet another time. Heute passt es leider nicht. Passen bedeutet work fit.
Wenn du unsicher bist, danke, ich überlege noch. Überlegen bedeutet think about it. Bis wann soll ich Bescheid sagen? Bescheid sagen bedeutet inform. Kann ich dir morgen antworten? Diese Sätze sind höflich. Du musst nicht immer Ja sagen. Nein sagen ist erlaubt. Erlaubt bedeutet allowed. Wichtig ist, freundlich Nein zu sagen. Nein sagen ist für viele Menschen schwer. Schwer, besonders wenn sie neu sind und freundlich sein möchten. Aber Nein ist wichtig. Wenn du keine Zeit hast, sag. Wenn du zu müde bist, sag Nein. Wenn du dich nicht wohlfühlst, sag Nein. Wohlfühlen bedeutet feel comfortable. Ein höfliches Nein ist okay. Höfliche Nein-Sätze. Danke, aber heute leider nicht. Das ist nett, aber ich kann nicht. Nett bedeutet nice. Ich habe schon einen Termin. Ich bin heute müde. Vielleicht nächste Woche. Ich melde mich später. Sich melden bedeutet contact again. Jetzt sprechen wir über Termine mit Freunden. In Deutschland planen viele Menschen Treffen vorher. Treffen bedeutet Meeting. Vorher bedeutet before. Spontan geht auch manchmal. Spontan bedeutet without much planning. Aber viele Menschen mögen Planung. Wenn du jemanden treffen willst, frag: Hast du am Samstag Zeit? Möchtest du einen Kaffee trinken? Wollen wir spazieren gehen? Wann dir? Passt dir Freitag? Passt dir 15 Uhr? Wo wollen wir uns treffen? Sich treffen. Wir treffen uns. Treffpunkt bedeutet Meeting Place. Wir treffen uns am Bahnhof. Wir treffen uns vor dem Café. Wir treffen uns um 14 Uhr. Um 14 Uhr bedeutet at 2 p.m. Wenn du zu spät kommst, sag Bescheid. In Deutschland ist Pünktlichkeit wichtig. Pünktlichkeit bedeutet being on time. Wenn du 5 Minuten zu spät bist, ist es oft okay, aber sag kurz Bescheid. Wenn du 20 Minuten zu spät bist und nichts sagst, wirkt es unhöflich. Wirken bedeutet seem. Du schreibst Entschuldigung, ich komme 10 Minuten später. Meine Bahn hat Verspätung. Verspätung bedeutet Delay. Ich bin gleich da. Gleich bedeutet soon. Warte bitte auf mich. Oder es tut mir leid. Ich schaffe es heute nicht. Schaffen bedeutet manage. Können wir einen neuen Termin machen? Absagen. Absagen bedeutet cancel. Manchmal musst du absagen. Okay. Aber sag früh Bescheid. Früh bedeutet early. Nicht erst nach dem Termin. Du kannst schreiben: Es tut mir leid. Ich muss leider absagen. Mir geht es nicht gut. Ich bin krank. Können wir uns nächste Woche treffen? Das ist. Jetzt sprechen wir über Besuch zu Hause. Besuch bedeutet someone comes to your home. Wenn jemand dich besucht, kannst du sagen: Komm rein.
Rein means inside. Zieh bitte die Schuhe aus, wenn du möchtest. Möchtest du etwas trinken? Tee, Kaffee oder Wasser? Setz dich bitte. Setz dich means sit down. Schön, dass du da bist. In Deutschland gibt es unterschiedliche Gewohnheiten. Gewohnheit bedeutet Hobby. Manche Menschen ziehen Schuhe aus. Manche behalten Schuhe an. Behalten bedeutet keep on. Wenn du möchtest, dass Menschen Schuhe ausziehen, sag freundlich, könntest du bitte die Schuhe ausziehen? Oder formell, könnten Sie bitte die Schuhe ausziehen? Wenn du zu Besuch bist, kannst du fragen, soll ich die Schuhe ausziehen? Soll ich etwas mitbringen? Mitbringen bedeutet bring. Darf ich helfen? Darf ich bedeutet may I. Wo ist die Toilette? Danke für die Einladung. Mitbringen. Wenn du eingeladen bist, ist es oft nett, etwas Kleines mitzubringen. Zum Beispiel Blumen, Schokolade, Saft, Kuchen. Nicht zu groß. Klein und freundlich. Wenn du nicht sicher bist, frag, soll ich etwas mitbringen? Die Person sagt vielleicht, nein, nichts. Dann kannst du trotzdem etwas Kleines bringen, aber nicht zu viel. Jetzt essen bei anderen Menschen ist kulturell. Kultur. Vielleicht gibt es Essen, das du nicht isst. Vielleicht aus religiösen Gründen. Religiös bedeutet because of religion. Vielleicht wegen Allergie. Vielleicht weil du vegetarisch bist. Vegetarisch bedeutet kein Fleisch. Vegan bedeutet keine tierischen Produkte. Tierisch bedeutet from animals. Du kannst sagen, danke, aber ich esse kein Schweinefleisch. Schweinefleisch bedeutet Pork. Ich esse kein Fleisch. Ich bin vegetarisch. Ich bin vegan. Ich habe eine Allergie gegen Nüsse. Nüsse bedeutet Nuts. Ich vertrage keine Milch. Vertragen bedeutet Body can handle. Das sieht sehr gut aus, aber ich kann das leider nicht essen. Das ist höflich. Du musst nicht alles essen, wenn du es nicht essen kannst. Aber sag es freundlich. Wenn möglich, sag es vorher. Vorher bedeutet before. Dann kann die Gastgeberin planen. Gastgeberin bedeutet female host. Gastgeber means male host. Wenn dir das Essen schmeckt, sag, das schmeckt sehr gut. Schmecken bedeutet Taste. Das ist lecker. Lecker bedeutet tasty. Vielen Dank, das war sehr gut. Kann ich das Rezept haben? Rezept would Recipe bedeuten, aber beim Arzt auch Prescription. Gleiches Wort, zwei Bedeutungen. Jetzt sprechen wir über direkte Kommunikation. In Deutschland sagen Menschen manchmal sehr direkt, was sie meinen. Direkt bedeutet straight. Zum Beispiel, das ist falsch. Das geht nicht. Ich habe keine Zeit. Nein, das möchte ich nicht.
Bitte machen Sie das anders. Anders bedeutet different. Das kann hart klingen. Bedeutet, vielleicht du dich verletzt. Verletzt bedeutet, aber oft ist es nicht persönlich. Persönlich bedeutet about you as a person. Es geht um die Sache. Sache bedeutet thing or matter. Beispiel bei der Arbeit. Dein Chef sagt, das ist falsch. Bitte machen Sie es noch einmal. Das bedeutet nicht, du bist schlecht. Es bedeutet, diese Aufgabe ist nicht richtig. Mach sie noch einmal. Du kannst sagen, können Sie mir bitte zeigen, was ich ändern soll? Ändern bedeutet change. Oder was genau ist falsch? Genau bedeutet exactly. Oder wie soll ich es richtig machen? So bleibt das Gespräch sachlich. Sachlich bedeutet about the topic, not emotional. Sachlich ist in Deutschland oft wichtig. Kritik ist nicht immer Angriff. Kritik bedeutet Feedback about what can be better. Angriff bedeutet Attack. Natürlich kann Kritik auch unfreundlich sein, aber nicht jede direkte Aussage ist böse. Du kannst lernen zu unterscheiden. Unterscheiden bedeutet see difference. Ist die Person sachlich? Dann frage nach Lösung. Ist die Person respektlos? Respektlos bedeutet without respect. Dann darfst du Grenzen setzen. Grenzen setzen bedeutet say what is okay and not okay. Du kannst sagen, bitte sprechen Sie freundlich mit mir. Ich möchte das klären, aber ruhig. Ich verstehe, dass es ein Problem gibt. Was soll ich ändern? Ich brauche kurz Zeit. Diese Sätze sind stark und höflich. Jetzt sprechen wir über Komplimente. Kompliment bedeutet nice words about someone. In Deutschland sind Komplimente oft etwas vorsichtig. Vorsichtig bedeutet careful. Du kannst sagen, dein Deutsch ist schon gut. Das hast du gut gemacht. Dein Essen schmeckt sehr gut. Deine Wohnung ist schön. Das Kleid sieht schön aus. Du hast mir sehr geholfen. Wenn jemand dir ein Kompliment macht, sag Danke. Danke, das ist nett. Das freut mich. Freuen bedeutet make happy. Danke. Übe noch. Üben bedeutet practice. Manche Menschen lehnen Komplimente zuerst ab. Ablehnen bedeutet say no or reject. Zum Beispiel, so gut ist es nicht. Das ist auch normal. Aber du kannst einfach Danke sagen. Danke ist genug. Jetzt sprechen wir über Humor. Humor bedeutet Jokes, funny way. Humor
ist in jeder Kultur anders. Anders. Manche Witze verstehst du vielleicht nicht. Witz bedeutet Joke. Manchmal lachen Menschen und du weißt nicht warum. Das ist okay. Kannst fragen, was bedeutet das? Warum ist das lustig? Lustig bedeutet Sie. Kannst du mir den Witz erklären? Nicht jeder Witz lässt sich leicht erklären. Erklären bedeutet explain. Manchmal geht Humor über Sprache und Kultur. Das braucht Zeit. Zeit. Du kannst auch sagen, verstehe den Witz noch nicht, aber ich lerne. Das ist freundlich und locker. Jetzt sprechen wir über Nachbarn. Nachbarn sind wichtig, weil sie nah bei dir wohnen. Nah bedeutet close. Mit Nachbarn brauchst du oft Höflichkeit und klare Kommunikation. Du triffst die Nachbarin im Treppenhaus. Treppenhaus bedeutet Stairs Area in Building. Du sagst Guten Morgen, Hallo, schönen Abend, schönes Wochenende. Wenn du neu eingezogen bist, kannst du sagen Guten Tag, ich bin neu im Haus. Ich wohne jetzt im 2. Stock. 2. Stock bedeutet Second Floor. Schön, Sie kennenzulernen. Kennenlernen bedeutet meet, get to know. 5. Know. Wenn du ein Paket beim Nachbarn abholen musst, guten Abend. Ich glaube, ein Paket für mich wurde bei Ihnen abgegeben. Abgegeben bedeutet delivered to you. Mein Name ist. Vielen Dank, dass Sie es angenommen haben. Angenommen means accepted. Wenn du Hilfe brauchst, Entschuldigung, ich bin neu im Haus. Können Sie mir sagen, wo die Mülltonnen sind? Mülltonne bedeutet Trash Bin. Oder wann wird der Müll abgeholt? Abgeholt means collected. Oder wo ist die Waschküche? Waschküche bedeutet Laundry Room. Nachbarn mögen oft kurze, klare Fragen. Nicht zu lang, freundlich. Danke sagen. Das reicht. Jetzt sprechen wir über Kollegen. Kollegen sind Menschen bei der Arbeit. Kollege, Kollegin, Kollegen. Mit Kollegen ist Kommunikation wichtig. Du siehst sie oft, vielleicht jeden Tag. Du musst nicht mit allen befreundet sein. Befreundet bedeutet Friends. Aber freundlich und respektvoll sein ist gut. Morgens. Guten Morgen. Hallo. Wie geht's? Alles gut? Alles gut bedeutet all good. In der Pause. Machst du Pause? Pause bedeutet break. Kann ich mich dazusetzen? Dazusetzen bedeutet with someone. Ist der Platz frei? Frei bedeutet
available. Wie war dein Wochenende? Was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Bedeutet any news? Bei Arbeit. Kannst du mir bitte helfen? Können Sie mir bitte helfen? Ich habe eine Frage. Ich habe das nicht verstanden. Kannst du mir das zeigen? Zeigen bedeutet show. Danke für deine Hilfe. Kein Problem. Gerne. Wenn du etwas nicht schaffst, ich brauche noch etwas Zeit. Ich bin noch nicht fertig. Fertig bedeutet dann. Ich mache es heute Nachmittag fertig. Nachmittag bedeutet afternoon. Bis wann brauchst du das? Bis wann means by when. Mit Kollegen kannst du langsam Vertrauen aufbauen. Gar. Vertrauen bedeutet trust. Bot, alles Private erzählen. Erzählen bedeutet, du kannst mit einfachen Themen anfangen. Arbeit, Pause, Essen, Wochenende, Wetter. Später vielleicht mehr. Jetzt sprechen wir über Grenzen bei Kollegen. Grenze bedeutet Boundary. Vielleicht fragt jemand etwas sehr Privates. Sehr privat. Zum Beispiel über Geld, Beziehung, Religion, Politik. Politik bedeutet Politics. Wenn du nicht antworten möchtest, kannst du freundlich sagen, darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Darüber means about that. Lieber nicht means rather not. Das ist privat. Ich möchte das für mich behalten. Für mich behalten means keep to myself. Lass uns lieber über etwas anderes sprechen. Etwas anderes means something else. Das ist okay. Du darfst Grenzen haben. Höflichkeit bedeutet nicht, dass du alles erzählen musst. Jetzt sprechen wir über Konflikte. Konflikt bedeutet disagreement or problem between people. Konflikte passieren. Mit Nachbarn, Kollegen, Freunden, Vermietern, Mitbewohnern. Mitbewohner bedeutet Roommate. Konflikte sind unangenehm, aber normal. Wichtig ist, ruhig sprechen. Nicht schreien. Schreien bedeutet yell. Nicht sofort beleidigen. Beleidigen bedeutet Insult. Sag, was passiert ist. Sag, wie du dich fühlst. Sag, was du brauchst. Beispiel wegen: Die Küche ist oft schmutzig. Schmutzig bedeutet dirty. Du bist genervt. Genervt bedeutet annoyed. Du kannst sagen, können wir kurz über die Küche sprechen? Ich merke, dass die Küche oft schmutzig ist. Mir ist Sauberkeit wichtig. Sauberkeit bedeutet Cleanliness. Können wir einen Putzplan machen? Putzplan bedeutet Cleaning Schedule. Das ist besser als du machst nie sauber. Nie means never. Das klingt wie Angriff. Angriff. Besser. Situation beschreiben. Wunsch sagen. Lösung suchen. Beispiel Nachbar. Es ist abends sehr laut.
Du kannst sagen, Entschuldigung, es ist nach 22 Uhr und ich muss morgen früh arbeiten. Könnten Sie bitte etwas leiser sein? Das ist klar und höflich. Beispiel: Arbeit. Du bekommst zu viele Aufgaben und verstehst nicht, was wichtig ist. Du sagst, ich habe gerade mehrere Aufgaben. Welche Aufgabe hat Priorität? Priorität bedeutet, what is most important? Oder zuerst machen. So vermeidest du Missverständnisse. Vermeiden bedeutet avoid. Jetzt sprechen wir über digitale Kommunikation. Digital bedeutet on phone or computer. In Deutschland schreibt man oft E-Mails und Nachrichten. E-Mail kann formell sein. Nachricht kann locker sein. Locker bedeutet casual. Formelle E-Mail. Guten Tag, Frau Müller. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich habe eine Frage zu. Könnten Sie mir bitte helfen? Mit freundlichen Grüßen formell benutzt du sie. Ihren, Ihre. Bei Freunden. Hallo Maria, wie geht es dir? Hast du am Samstag Zeit? Liebe Grüße. Liebe Grüße ist freundlich und locker. Viele Grüße ist neutral. Mit freundlichen Grüßen ist formell. Wenn du nicht sicher bist, schreibe lieber etwas höflicher. Höflicher bedeutet more polite. Später kannst du lockerer schreiben. Jetzt sprechen wir über Antwortzeiten. Antwortzeit bedeutet until someone answers. Manche Menschen antworten schnell. Schnell. Manche langsam. Langsam. Wenn jemand nicht sofort antwortet, bedeutet das nicht immer Ablehnung. Ablehnung bedeutet Rejection. Vielleicht ist die Person beschäftigt. Beschäftigt bedeutet busy. Vielleicht arbeitet sie. Vielleicht hat sie Familie. Vielleicht vergisst sie. Vergessen bedeutet forget. Du kannst nach einiger Zeit freundlich nachfragen. Hallo, ich wollte kurz nachfragen, ob du meine Nachricht gesehen hast. Nachfragen bedeutet ask again. Oder formell. Guten Tag, ich wollte freundlich nachfragen, ob Sie meine E-Mail erhalten haben. Erhalten bedeutet received. Nicht zu viele Nachrichten hintereinander. Hintereinander bedeutet one after another. Eine Erinnerung ist okay. Viele Erinnerungen können Druck machen. Druck means pressure. Jetzt sprechen wir über Feste und Feiertage. Feiertag bedeutet Public Holiday. In Deutschland gibt es verschiedene Feiertage. Weihnachten, Ostern, Neujahr der deutschen Einheit. Regionale Feiertage. Regional bedeutet in some areas. An Feiertagen sind viele Geschäfte geschlossen. Menschen verbringen Zeit mit Familie oder Freunden. Verbringen bedeutet
spend time. Wenn jemand sagt, frohe Weihnachten, antwortest du, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Wenn jemand sagt, guten Rutsch, das sagt man vor Neujahr. Neujahr bedeutet New Year. Guten Rutsch bedeutet Good Start into the New Year. Du antwortest Danke dir auch. Oder formell Danke Ihnen auch. Frohes neues Jahr. Das sagt man nach Neujahr. Frohes neues Jahr. Danke dir auch. Frohe Ostern. Ostern bedeutet Easter. Danke dir auch. Alles Gute zum Geburtstag. Geburtstag bedeutet, du sagst alles Gute zum Geburtstag. Oder herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Glückwunsch bedeutet Congratulations. Die Person sagt Danke. Wenn du zu einem Geburtstag eingeladen bist, kannst du ein kleines Geschenk mitbringen. Geschenk bedeutet Gift. Blumen, Schokolade, etwas Kleines. Du kannst sagen, alles Gute zum Geburtstag. Danke für die Einladung. Das ist ein kleines Geschenk für dich. Jetzt sprechen wir über Pünktlichkeit bei Einladungen. Bei Arbeit und Terminen ist Pünktlichkeit wichtig. Bei privaten Treffen auch, aber manchmal etwas flexibler. Flexibel bedeutet not strict. Wenn du um 19 Uhr eingeladen bist, komm nicht um 18:30 Uhr, wenn die Person nicht darum bittet. Zu früh kann auch schwierig sein. Zu früh bedeutet too early. Die Person ist vielleicht noch nicht fertig. Fertig. Komm ungefähr pünktlich. Vielleicht 5 Minuten später ist okay. Aber bei deutschen Menschen ist zu spät ohne Nachricht nicht gut. Wenn du später kommst, ich komme leider 10 Minuten später. Bis gleich. Bis gleich bedeutet see you soon. Wenn du sehr spät kommst, es tut mir leid, es wird später. Soll ich noch kommen? Soll ich noch kommen? Bedeutet should I still come? Jetzt sprechen wir über Kleidung in sozialen Situationen. Kleidung bedeutet Clothes. In Deutschland ist Kleidung oft praktisch. Praktisch bedeutet useful. Menschen kleiden sich je nach Situation. Für Arbeit vielleicht ordentlich. Ordentlich bedeutet neat. Für Amt oder Vorstellungsgespräch etwas formeller. Für Freunde locker. Für Wandern oder Spaziergang bequem. Bequem bedeutet, wenn du unsicher bist, frage, was soll ich anziehen? Ist es eher locker oder formell? Eher bedeutet rather. Brauche ich warme Kleidung? Sind wir draußen oder drin? Draußen bedeutet outside. Drinnen bedeutet inside.
Das ist normal. Fragen ist besser, als sich fühlen. Unwohlfühlen bedeutet feel uncomfortable. Jetzt sprechen wir über wie geht es dir? Das ist eine wichtige Frage. Sie. In Deutschland kann wie geht es dir wirklich eine Frage sein, aber manchmal auch nur ein Gruß. Wenn jemand schnell sagt, Hallo, wie geht's? Dann erwartet die Person oft eine kurze Antwort. Zum Beispiel, gut, danke. Ganz gut. Es geht. Nicht so gut, ich bin müde. Und dir? Wenn es eine enge Freundin ist, kannst du mehr erzählen. Aber bei Kollegen oder Bekannten lieber kurz. Nicht sofort eine sehr lange Geschichte, wenn die Situation kurz ist. Situation. Gefühl für Situation. Das ist wichtig. Es geht bedeutet not great, not terrible. Wenn du sagst, es geht, fragt ein Freund vielleicht, oh, was ist los? Was ist los? Bedeutet, what is wrong? Dann kannst du erzählen. Aber bei einem kurzen Kontakt bleibt es vielleicht dabei. Jetzt sprechen wir über na. Manchmal sagen Menschen nur na, das ist sehr kurz und sehr deutsch. Kann bedeuten Hallo, wie geht's? Oder was gibt es? Du kannst antworten na oder Hallo oder alles gut oder na. Wie geht's? Das ist locker. Nicht formell. Beim Amt sagst du nicht na. Bei Freunden oder Kollegen kann es passieren. Jetzt sprechen wir über Mahlzeit. In manchen Arbeitsstellen sagen Menschen mittags Mahlzeit. Mahlzeit bedeutet eigentlich Meal. Aber als Gruß in der Mittagszeit bedeutet es guten Appetit oder Hallo in der Mittagspause. Wenn jemand Mahlzeit sagt, kannst du auch Mahlzeit sagen. Einfach wiederholen. Das ist okay. Jetzt sprechen wir über guten Appetit. Wenn Menschen zusammen essen, sagen sie oft guten Appetit. Appetit bedeutet desire to eat. Guten Appetit bedeutet enjoy your meal. Du antwortest Danke, gleichfalls. Gleichfalls bedeutet same to you. Oder einfach Danke dir auch. Formell Danke Ihnen auch. Jetzt sprechen wir über Lob und Kritik im Kurs. Lob bedeutet Praise. Kritik bedeutet Feedback. Deine Lehrerin sagt, das war gut. Du sagst Danke. Sie sagt, bitte achten Sie auf die Artikel. Artikel bedeutet der, die, das. Du sagst, okay, danke. Ich übe das. Üben. Sie sagt nicht, dass du schlecht bist. Sie hilft dir. Kritik im Lernen ist normal. Wenn du nicht verstehst,
Können Sie mir bitte ein Beispiel geben? Beispiel bedeutet Example. Warum ist das falsch? Wie sagt man das richtig? Kann ich den Satz noch einmal sagen? Diese Fragen zeigen, dass du lernen möchtest. Das ist positiv. Positiv bedeutet good. Jetzt sprechen wir über jemanden siezen oder duzen im Internet. In vielen Online-Gruppen sagen Menschen du. In offiziellen E-Mails sagt man sie. In einer Facebook-Gruppe vielleicht du. In einer Job-E-Mail sie. In einer Nachricht an den Vermieter sie. An einen Freund du. Wenn du unsicher bist, beobachte. Beobachten bedeutet watch. Wie schreiben die anderen? Dann machst du es ähnlich. Ähnlich bedeutet similar. Jetzt sprechen wir über Verein und Sport. Ein Verein ist ein guter Ort, um Menschen kennenzulernen. Sportverein, Musikverein, Kulturverein, Sprachgruppe. Im Verein gibt es oft regelmäßige Treffen. Du kannst sagen, ich bin neu hier. Kann ich mitmachen? Mitmachen bedeutet join. Muss ich mich anmelden? Anmelden bedeutet Register. Wie viel kostet es? Wann ist das Training? Training bedeutet Practice. Brauche ich besondere Kleidung? Besondere bedeutet, am Anfang fühlst du dich vielleicht fremd. Fremd. Aber wenn du regelmäßig kommst, wird es leichter. Menschen sehen dich wieder. Sie erinnern sich. Sie fragen, kommst du nächste Woche wieder? Du sagst, ja, gerne. So wächst Kontakt. Jetzt sprechen wir über Café. Sprachcafé ist ein Ort, wo Menschen sprechen üben. Oft kostenlos oder günstig. Kostenlos bedeutet free. Günstig bedeutet not expensive. Dort musst du nicht perfekt sprechen. Alle lernen. Das ist gut. Du kannst sagen, ich möchte Deutsch üben. Darf ich mich dazu setzen? Spreche noch langsam. Können wir einfache Sätze sprechen? Was bedeutet dieses Wort? Kannst du mich bitte korrigieren? Korrigieren bedeutet correct. Korrigieren kann helfen. Aber du kannst auch sagen, korrigiere nicht jeden Fehler. Ich möchte erst frei sprechen. Freisprechen bedeutet speak freely. Das ist auch okay. Du darfst sagen, was dir hilft. Jetzt sprechen wir über Missverständnisse bei Humor, Direktheit und Schweigen. Schweigen bedeutet Silence. In manchen Kulturen ist Schweigen unangenehm. In Deutschland kann Schweigen normal sein. Sex. Zwei Menschen sitzen im Zug und sprechen nicht. Das ist normal. Kollegen essen kurz und schauen aufs Handy. Normal. Grüßen, aber reden nicht weiter. Normal. Schweigen heißt nicht immer Ablehnung. Ablehnung. Es kann Ruhe sein. Ruhe ist vielen Menschen wichtig. Du musst nicht jedes Schweigen füllen.
Füllen bedeutet fill. Du darfst auch still sein. Still bedeutet quiet. Aber wenn du Kontakt möchtest, kannst du kleine Fragen stellen. Nicht zu viele. Eine Frage. Dann schauen, ob die Person antwortet. Wenn sie kurz antwortet und nicht zurückfragt, möchte sie vielleicht nicht weitersprechen. Das ist okay. Wenn sie lächelt und auch fragt, kannst du weitersprechen. Weitersprechen bedeutet continue speaking. Aufhören bedeutet stop. So lernst du soziale Signale. Signal bedeutet sign. Lächeln. Blickkontakt. Blickkontakt bedeutet Eye Kontakt. Kurze Antwort. Lange Antwort. Gegenfrage. Gegenfrage bedeutet question back. All das zeigt, ob ein Gespräch weitergeht. Jetzt sprechen wir über Blickkontakt. In Deutschland ist etwas Blickkontakt normal. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Beim Grüßen kurz anschauen. Beim Gespräch manchmal anschauen. Wenn du immer wegschauen, kann es unsicher wirken. Wegschauen bedeutet look away. Wenn du zu lange starrst, kann es unangenehm sein. Starren bedeutet balance. Balance bedeutet middle. Jetzt sprechen wir über Abstand. Abstand bedeutet distance. Viele Menschen in Deutschland mögen persönlichen Abstand. Persönlicher Abstand bedeutet between bodies. Wenn du mit einer fremden Person sprichst, stehe nicht zu nah. Nah bedeutet close. In der Schlange auch Abstand halten. Schlange bedeutet line or queue. Zu nah kann unangenehm sein, besonders bei fremden Menschen. Umarmung. Umarmung bedeutet hug. In Deutschland umarmen sich Freunde manchmal, aber nicht immer. Bei ersten Treffen oft nicht. Händedruck war früher oft normal bei formellen Treffen. Händedruck bedeutet Handshake. Heute ist es unterschiedlich. Manche geben die Hand, manche nicht. Beobachte und warte. Wenn jemand die Hand gibt, kannst du sie nehmen. Wenn nicht, reicht Hallo. Jetzt sprechen wir über Entschuldigung im Alltag. Du bist im Supermarkt und möchtest an jemandem vorbei. Vorbei means past. Du sagst Entschuldigung. Oder darf ich kurz vorbei? Darf ich kurz vorbei? Sehr nützlich. Die Person geht zur Seite. Du sagst, im Bus willst du aussteigen. Es ist voll. Voll bedeutet crowded. Du sagst, Entschuldigung, ich muss raus. Oder darf ich bitte durch? Durch means through. Danke. Diese kleinen Sätze machen Alltag leichter.
Jetzt sprechen wir über kein Problem. Wenn jemand Danke sagt, kannst du sagen, bitte, gerne, kein Problem. Nichts zu danken. Nichts zu danken bedeutet, no need to thank me. Alles gut. Wenn jemand sich entschuldigt, kannst du sagen, kein Problem. Macht nichts. Macht nichts bedeutet, it does not matter. Alles gut. Diese Sätze sind freundlich. Du kannst sie oft benutzen. Jetzt kommt eine kleine Geschichte. Amina ist neu in Deutschland. Sie ist seit 3 Monaten hier. Sie macht einen Deutschkurs und arbeitet 2 Tage pro Woche in einer Bäckerei. Am Anfang spricht sie wenig. Sie sagt nur Hallo und Danke. Sie hat Angst vor Fehlern. Fehler bedeutet Mistake. Sie denkt, wenn ich falsch spreche, lachen die Menschen vielleicht. Lachen bedeutet Love. Eines Morgens trifft sie ihre Nachbarin im Treppenhaus. Die Nachbarin sagt, Guten Morgen. Amina sagt, Guten Morgen. Dann ist Stille. Stille bedeutet Silence. Amina möchte etwas sagen, aber sie weiß nicht was. Dann sagt sie, es heute. Die Nachbarin lächelt und sagt, ja, sehr kalt. Der Winter ist lang. Amina sagt, ja, sehr lang. Beide lachen ein bisschen. Das Gespräch ist klein, aber gut. Im Deutschkurs sitzt Amina neben Lukas. Lukas kommt aus Polen. In der Pause fragt Amina, findest du Deutsch schwer? Lukas sagt, ja, sehr schwer. Besonders Artikel. Amina lacht und sagt, für mich auch. Der, die, das, sehr schwer. Sie lachen. Dann lernen sie zusammen 5 Minuten. Am Ende fragt Lukas, möchtest du morgen zusammen Hausaufgaben machen? Amina sagt, ja, gerne. Amina sagt, bei der Arbeit sagt eine Kollegin, Amina, kannst du bitte die Brötchen auffüllen? Auffüllen bedeutet wieder voll machen. Amina versteht nicht. Sie sagt, Entschuldigung, was bedeutet auffüllen? Die Kollegin zeigt es. Amina sagt, danke. Jetzt verstehe ich. Die Kollegin sagt, kein Problem. Am Freitag lädt die Kollegin Amina ein. Wir gehen nach der Arbeit Kaffee trinken. Möchtest du mitkommen? Amina ist nervös, aber sie sagt, ja, gerne. Im Café sprechen die Kolleginnen schnell. Amina versteht nicht alles. Sie sagt, verstehe nicht alles, aber ich höre gern zu. Ich ende. Eine Kollegin sagt, kein Problem, wir sprechen langsamer. Langsamer means more slowly. Amina fühlt sich willkommen. Willkommen bedeutet welcome. Später macht Amina selbst eine Einladung.
Sie schreibt an Lukas. Hallo Lukas, möchtest du am Samstag zusammen Deutsch lernen und danach spazieren gehen? Lukas antwortet, ja, gerne. Amina ist stolz. Sie hat nicht nur Deutsch gelernt, sie hat Kontakt aufgebaut. Aufbauen bedeutet Build. Nach einigen Monaten kennt Amina ihre Nachbarin, 2 Menschen im Kurs und eine Kollegin besser. Nicht viele Menschen, aber echte Kontakte. Echt bedeutet real. Sie fühlt sich weniger allein. Weniger allein. Ein schönes Gefühl. Jetzt wiederholen wir wichtige soziale Sätze. Grüßen. Hallo. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Höflichkeit. Bitte. Danke. Vielen Dank. Entschuldigung. Es tut mir leid. Kein Problem. Gerne. Macht nichts. Fragen. Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Wie war dein Wochenende? Was machst du heute? Hast du Zeit? Möchtest du Kaffee trinken? Wollen wir spazieren gehen? Kannst du mir helfen? Können Sie mir helfen? Einladen. Möchtest du mitkommen? Hast du Lust auf Kaffee? Hast du Lust zusammen zu lernen? Kommst du am Samstag? Möchtest du vorbeikommen? Antworten. Sehr gern. Das klingt gut. Danke für die Einladung. Leider kann ich nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Heute passt es leider nicht. Ich melde mich später. Grenzen. Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Das ist privat. Zeit. Nein, bitte sprechen Sie freundlich mit mir. Ich möchte das in Ruhe klären. Missverständnisse. Ich habe dich falsch verstanden. Ich habe Sie falsch verstanden. Können wir das noch einmal klären? Was meinst du? Was meinen Sie? Habe ich das richtig verstanden? Können Sie das bitte wiederholen? Diese Sätze sind sehr nützlich. Sie helfen dir nicht nur beim Deutschlernen. Sie helfen dir beim Leben. Jetzt sprechen wir über das Gefühl, anders zu sein. Wenn du neu in Deutschland bist, fühlst du dich vielleicht anders. Anders sprechen. Anders aussehen. Anders essen. Anders denken. Das kann schwer sein. Aber anders ist nicht falsch. Falsch bedeutet wrong. Anders ist nur anders. Du kannst lernen, wie Menschen in Deutschland kommunizieren und trotzdem du selbst bleiben. Trotzdem, du darfst deine eigene Art behalten. Behalten bedeutet keep. Deine Herzlichkeit. Herzlichkeit bedeutet Warmth. Deine Höflichkeit. Deine Sprache. Deine Kultur. Du musst nicht alles ändern. Ändern bedeutet, aber du kannst verstehen, was in Deutschland oft erwartet wird. Erwartet bedeutet expected. Zum Beispiel pünktlich sein.
direkt und klar sprechen. Bitte und Danke sagen. Termine absagen, wenn du nicht kommen kannst. Privatsphäre respektieren. Respektieren bedeutet Respect. Nicht zu nah stehen. Bei Unsicherheit fragen. Ruhig bleiben bei Kritik. Schriftlich bestätigen, wenn etwas wichtig ist. Bestätigen bedeutet confirm. Das sind soziale Werkzeuge. Werkzeug bedeutet, mit Werkzeugen kannst du Dinge bauen. Mit sozialen Werkzeugen baust du Beziehungen. Beziehung bedeutet Relationship. Jetzt sprechen wir über Vertrauen langsam aufbauen. Vertrauen kommt nicht sofort. Es kommt durch kleine Dinge. Du kommst, du sagst ehrlich, wenn du nicht kannst. Du hörst zu. Zuhören bedeutet listen. Du fragst freundlich. Du hilfst, wenn du kannst. Du respektierst Grenzen. Du meldest dich. Du bist zuverlässig. Zuverlässig bedeutet people can count on you. Zuverlässigkeit ist in Deutschland oft sehr wichtig. Wenn du sagst, ich komme um 15 Uhr, komm um 15 Uhr. Wenn du nicht kannst, sag Bescheid. Wenn du etwas versprichst. Versprechen bedeutet, wenn du es nicht schaffst, informiere. So wächst Vertrauen. Jetzt sprechen wir über Zuhören, sprechen. Zuhören ist genauso wichtig wie sprechen. Genauso bedeutet just as. Wenn jemand spricht, höre zu. Schau die Person an. Nicht die ganze Zeit Handy. Du kannst kleine Wörter sagen. Ja. Okay. Verstehe. Ach so. Ach so bedeutet I see. Interessant. Wirklich? Wirklich bedeutet really? Diese kleinen Wörter zeigen. Höre zu. Ich bin da. Zuhören macht Gespräche besser. Wenn du etwas nicht verstehst. Entschuldigung, was bedeutet das? Kannst du das einfacher sagen? Einfacher means simpler. Kannst du ein Beispiel geben? Ich verstehe den Anfang, aber nicht das letzte Wort. Anfang bedeutet beginning. Letzte bedeutet last. So bleibst du im Gespräch. Jetzt sprechen wir über Geduld mit dir selbst. Geduld bedeutet Patience. Soziale Sprache ist schwerer als Wörter im Buch. Im Buch steht Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Aber im echten Leben sagen Menschen, na, alles klar? Wie läuft's? Läuft. Passt. Mahlzeit. Bis später. Bis dann. Mach's gut. Mach's gut bedeutet take care.
vorbei. Bis später bedeutet see you later. Bis dann bedeutet see you then. Alles klar means all good or understood. Past means okay. Läuft means it is going okay. Du musst diese Wörter nicht alle sofort benutzen. Aber wenn du sie hörst, erkennst du sie langsam. Erkennen bedeutet recognize. Hör zu. Schreib auf. Frag. Wiederhole. So lernst du Alltagssprache. Jetzt sprechen wir über soziale Müdigkeit. Soziale Müdigkeit bedeutet müde sein von Menschen und Gesprächen. Wenn du den ganzen Tag Deutsch hörst, kannst du müde werden. Sehr müde. Dein Kopf arbeitet viel. Du übersetzt. Übersetzen bedeutet translate. Du beobachtest. Du denkst. Du suchst Wörter. Das ist anstrengend. Anstrengend bedeutet, du darfst Pausen machen. Pause. Du musst sprechen. Du kannst sagen, ich bin heute etwas müde. Ich brauche kurz Pause. Ich gehe kurz raus. Rausgehen means go outside. Ich melde mich später. Ich möchte heute früh nach Hause gehen. Früh nach Hause gehen. Das ist okay. Wenn du freundlich bist, verstehen viele Menschen das. Jetzt sprechen wir über Stolz. Stolz bedeutet proud. Sei stolz auf kleine soziale Schritte. Du hast eine Nachbarin gegrüßt. Stolz. Du hast im Kurs eine Frage gestellt. Stolz. Du hast eine Einladung angenommen. Stolz. Du hast höflich Nein gesagt. Stolz. Du hast ein Missverständnis geklärt. Stolz. Du hast bei Kritik ruhig gefragt. Stolz. Diese Dinge sind groß, auch wenn sie klein aussehen. Aussehen bedeutet look. Für dein neues Leben sind sie wichtig. Jetzt machen wir eine ruhige Abendszene. Szene bedeutet scene. Du kommst nach Hause. Du hast heute mit vielen Menschen gesprochen. Mit der Kassiererin, mit dem Busfahrer, mit einer Kollegin, mit einem Kursfreund, mit einer Nachbarin. Nicht lange, aber genug. Genug bedeutet enough. Du bist müde. Aber du fühlst dich ein bisschen mehr verbunden. Verbunden bedeutet connected. Du machst Tee. Du setzt dich. Du öffnest dein Heft. Du schreibst. Heute habe ich guten Morgen gesagt. Heute habe ich gefragt, wie war dein Wochenende? Heute habe ich gesagt, ja, gerne. Heute habe ich gesagt, leider kann ich nicht. Heute habe ich ein Missverständnis geklärt. Du liest die Sätze. Du merkst, ich kann soziale Situationen lernen. Es ist nicht Magie.
Magie bedeutet Magic. Es sind Wörter, Sätze, Ruhe, Beobachtung und Wiederholung. Beobachtung bedeutet Watching. Wiederholung. 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 Jetzt kommt der wichtigste Gedanke. Freundschaft braucht Zeit. Vertrauen braucht Zeit. Sprache braucht Zeit. Kultur braucht Zeit. Du brauchst Zeit. Du darfst langsam sein. Langsam bedeutet not. Langsam ist nicht schlecht. Langsam kann sicher sein. Sicher. Du lernst Menschen nicht an einem Tag. Du lernst Kultur nicht in einer Woche. Du lernst soziale Sprache nicht sofort. Aber jeden Tag ein bisschen. Ein bisschen grüßen. Ein bisschen fragen. Ein bisschen zuhören. Ein bisschen lachen. Ein bisschen Nein sagen. Ein bisschen Ja sagen. Ein bisschen klären. Ein bisschen verstehen. So wächst dein soziales Leben. Sozial. Leben mit Menschen. Jetzt wiederholen wir den wichtigsten Satz. Ich muss nicht perfekt sprechen, um freundlich zu sein. Noch einmal. Ich muss nicht perfekt sprechen, um freundlich zu sein. Und noch ein Satz. Ich darf fragen, wenn ich unsicher bin. Noch einmal. Ich darf fragen, wenn ich unsicher bin. Und noch ein Satz. Ein kleines Gespräch ist auch ein Schritt. Noch einmal. Ein kleines Gespräch ist auch ein Schritt. Diese Sätze sind wichtig. Sie geben dir Mut. Mut bedeutet Courage. Morgen triffst du wieder Menschen. Vielleicht im Treppenhaus. Vielleicht im Bus. Vielleicht im Kurs. Vielleicht bei der Arbeit. Vielleicht im Supermarkt. Du brauchst nicht viele Worte. Ein Hallo, ein Bitte, ein Ke, ein Entschuldigung, ein Wie geht's, ein Ja, gerne, ein Leider nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Das reicht für viele Situationen. Und langsam was? Menschen werden weniger fremd. Fremd bedeutet unfamiliar. Die Nachbarin wird bekannt. Bekannt bedeutet you know her. Der Kollege wird vertrauter. Vertraut bedeutet familiar. Die Kursfreundin wird vielleicht eine Freundin. Die Stadt wird wärmer. Wärmer bedeutet more warm. Dein Deutsch wird lebendiger. Lebendig bedeutet alive. Sprache lebt zwischen Menschen. Nicht nur im Buch. Zwischen means between. Zwischen dir und dem Bäcker. Zwischen dir und der Nachbarin. Zwischen dir und dem Kollegen. Zwischen dir und der Freundin. Jedes kleine Gespräch
macht die Sprache lebendiger. Damit endet unser Weg durch die kleinen Begegnungen des Tages. Vielleicht bleibt dir heute nur ein Satz im Gedächtnis. Guten Morgen. Danke für die Einladung. Heute passt es leider nicht. Das genügt. Freundlichkeit entsteht nicht durch perfekte Wörter, sondern durch Aufmerksamkeit, Klarheit und Respekt. Morgen kannst du einen dieser Sätze ausprobieren. Ein kurzer Gruß kann der Anfang eines Gesprächs sein und ein ruhiges Nein kann genauso freundlich sein wie ein Ja.